Moin, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Und romantisch ist das nicht. Hier. Dennoch sind wir hier an einem total interessanten Platz, wo es viel zu sehen gibt. Und wir sind hier nicht ganz unfreiwillig. Weil mit unserem Marsch zum Meer, was schief gegangen ist, Fiasko, da kommen wir später noch zu. Jetzt gucken wir uns hier erstmal initial um. Also eigentlich sind wir nicht so ganz freiwillig hier. Aber ja, wer nimmt das schon so genau? da ist sie, die Ostsee. Und da ist ein ehemaliger DDR-Grenzturm. Da laufen wir jetzt hin. Das ist aber auch nur eins von mehreren Highlights, die wir zeigen. Oha. Ja, da haben sie drin gesessen und geschossen oder beleuchtet, wenn einer versucht hat, hier rüber zu kommen. Aber man kommt selber auch kaum hier hin. Da geht's hoch. Schön verrammelt. Da wäre ich ja gerne mal hoch. Ja, ich auch. Grenze zu DDR-Zeiten. Und da haben sie verhindert, dass die Leute hier über die Ostsee geflüchtet sind. Aber versucht haben das einige. Und geschafft hat das auch jemand, der nach Fehmarn geschwommen ist. Stimmt, ja. Der ist irgendwie, wie viele Kilometer ist der Am geschwommen? 25. Juli 1971 floh der 30-jährige Arzt Peter Döbler aus der DDR, schwimmend von Kühlungsborn bis Fehmarn über die Ostsee. Er legte etwa 45 Kilometer in ca. 25 Stunden zurück. Bitte halten. Ach Gott, es gibt wieder rote Beeren. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was er damit hat. Muss das sein? Immer rote Beeren? Mit der Ostsee im Hintergrund. Schreibt's in die Kommentare. Ist das nicht toll? Großartig. Ganz weit da hinten, guck mal. Ja, ja, ich Da guck. sieht man schon das Highlight, was wir vorhaben zu besuchen. Ja, Den Gespensterwald. Wir sind gerade in Bürgerende Riedwisch. Ganz in der Nähe vom Heiligen Damm. Tourismusgebiet an der Ostsee. Jetzt ist relativ wenig los. Gott sei Dank. ja, bei den Temperaturen will noch keiner ans Meer. Nee. Und da am Parkplatz, wo gerade gebaut wird, ich glaube an den Hochspannungsmast arbeiten die. Da werden wir übernachten mit dem Duster, die da. Wenn uns auf unserer Runde nicht noch ein schönerer Platz begegnet. Genau. So, jetzt sind wir hier direkt an der Ostsee. Man hört das Meer. Herrlich. Ich Wetter hatte ist top. ja tatsächlich überlegt, ob ich Lust habe, mal todesmutig in die 3 Grad kalte Ostsee zu springen. Aber bei dem Wind, ich friere ja so angezogen schon. Ich glaube nicht. So, einmal schnell einen Kaffee kochen. Esbit. Ja, Also das ist schon mühsam, ne? ja. Wir haben jetzt schon den 3. Würfel. Und das Anzünden ist auch bei ein bisschen Wind auch nervig. Oh ja. Aber jetzt geht er ab. Kocht aber noch nicht. Aber ist egal, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Dann haben wir hier Biotyp Butter Chicken. Vegetarisch. Und Reistüten dazu. Und das essen wir und dann wollen wir mal zum Geisterwald rennen. Aber die Farbe lädt ja schon zum Reinspringen ein. Ja, dann los. Hier fängt es schon an, dass sogar die kleinen Bäume so geisterhaft aussehen. Knorrige alte Hexenhände. Ja, die sich so, als ob die nach was greifen. Ne? Ja, Und das ist für den Geist. Oh, guck dir das an hier. geil. Durch den ständigen Wind sehen die alle so aus. Und das ist durch den, also am Geisterwald, wo wir noch nicht sind, total typisch. Guckt euch mal den Blick an. Geil. Ist das nicht irre? Ach, wie herrlich. Oh, Dass das hier nicht gesperrt ist. ja. Krass. Herzlich willkommen im Gespensterwald. Oha, Oh, das ist aber auch ein Anblick, wenn wir rein. alter Schwede. Guck mal, hier kann man
Auch nicht runter, ne? Ich glaube nicht. Aber guckt euch das mal an hier, wie die... das sieht echt gespenstisch aus. Da müssen wir direkt mal gucken. Was steht hier? Warnung. Warnung. Die Küste ist natürliche Dynamik. Doch, da kommt man runter. Ja, Ja, krabbeln. Wie ein Profi-Krabbler. hier Profi. Guckt euch das hier an. Mann, ist das schön. Da haben wir den Blick auf den Gespensterwald. Ja, irre ist es hier. Echt irre. Auch diese Bäume, ne? Ja, So ein total leerer Wald, alles weggepustet. ja, Und dann aber auch alles diese Formationen und alle neigen sich so und sind so knorrig gewachsen. Also ja. das spukt hier bestimmt. Anders ist das überhaupt nicht zu erklären. Der Gespensterwald ist ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber. Er wurde 1943 zum Naturschutzgebiet erklärt. Mit einer Breite von etwa 100 Metern und einer Länge von ca. 1300 Metern ist er Teil des Waldgebietes Nienhägerholz. Ortsansässige sagen, der Wald läge dort, wo der Wind das Gras mäht, da die vom Seewind gebogenen Gräser so aussehen, als hätten sie alle die gleiche Länge. Die Eichen, Buchen, Hainbuchen und Eschen sind 90 bis 170 Jahre alt. Sie stehen relativ weit auseinander. Zwischen ihnen wächst wenig bis gar kein Strauchwerk, viel Raum für Licht und Schatten. Über Jahrzehnte haben der salzhaltige, feuchte Ostseewind und die vielen Stürme das Aussehen des Waldes geprägt. Die scheinbar vor dem Wind fliehenden Kronen und Stämme werden auch Windflüchter genannt. Warum Gespensterwald? Die ungewöhnlichen und bisweilen bizarr anmutenden Formen der Bäume sorgen insbesondere bei Dämmerung, Nebel und Wind für eine mystische Stimmung und regen unweigerlich die Fantasie der Besucher an. Gespenster, Geister und Fabelwesen scheinen den Ästen und Zweigen auf wundersame Weise Leben einzuhauchen. Da ist der Gespensterwald, Da ist das Gespenst. da ist die Marion, da ist die Ostsee, Wo ist der Michael? da ist der Michael. Da, also ihr seht uns sprachlos, ne? So geil wie das hier ist. Das ist so Hammer. Und hier geht das überall ungesichert runter. Außer man will, dann, also überleben würde man das nicht. 20 Meter, was schätzt du? Wahrscheinlich weniger. Ja, also irre. Muss man gesehen haben. Unser Vokabular ist gerade auch extrem begrenzt. Ne? Ja. Auf Wahnsinn und Irre, mehr kriegen wir nicht hin. Und jetzt drehen wir wieder um. Wir kommen sowieso noch mal wieder hier. Zurück im Dastardida. Wir haben leider nur dieses schreckliche Licht hier, das überhaupt kein Weiß kann, sondern immer nur irgendeine Farbe mit reinmischt. Lässt sich nicht ändern. Heute nicht, aber ich denke, es wird zeitnah geändert werden, denn das ist wirklich schrecklich. Bei dir ist grün mitgemischt, bei mir ist blau-rot mitgemischt. Ja. Wir sind bunt. Und hier haben wir noch eine ganze Box voller Lebensmittel, weil wir nicht wissen, wie lange wir bleiben. Nee, nicht das Verdickte. Und ich muss mich im Camper genauso benehmen wie zu Hause. Es muss immer alles ordentlich sein. Danke. Michael So. wird sich auf der Kamera wundern, was ich da jetzt gemacht habe, wenn er nachher schneidet. Aber ich mag diesen gelb dicken, festen Rand überhaupt nicht, der da noch dran ist. Jetzt haben wir uns hier hinten noch eine Ablage eingebaut. Die ist rausnehmbar und hat hier unten Scharniere. Das heißt, die können wir zusammenklappen. Aber die ist total nützlich. Und dann guten Appetit. Haben wir angefangen. Ja, dann sagen wir gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind erwacht. Der Kaffee ist schon gekocht. Der Heizpfiffi läuft. Die Nacht war kalt und frisch. Angeblich hat es 3 Grad, gefühlt 0. Ich fühle -10. Ich fühle nichts. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ein Wetter,
das seinesgleichen sucht. Wir haben richtig, richtig Glück mit dem Wetter. Jedenfalls sollten wir heute ja die 55 Kilometer Marsch mit dem Veranstalter Marsch zum Meer machen. Eigentlich wären wir seit 2 Minuten auf der Strecke. Wir begeben uns mal eben in windärmere Gefilde. Mein Gott. Wir hatten die Veranstaltung im Internet gefunden und bei dem Marsch zum Meer in Hohwacht stand dabei, dass es eine kostenlose Campingwiese zum Campen auch für die Teilnehmer gibt. Das war für uns so der Grund zu sagen, ach geil, kein Stress mit Übernachtung und Schlafen, wir fahren hin, wir melden uns an. Und jetzt gehen wir mal heute wieder zum Gespensterwald, aber jetzt nicht wieder so episch wie vorhin oder gestern. Und dann wollen wir noch ein Lost Place aufsuchen. Genau. Im Gespensterwald gibt es auch noch ein Lost Place. Es ist richtig kalt, es ist richtig windig. Wir laufen uns jetzt warm. Machen wir. Jetzt sind wir wieder im Gespensterwald. Schon wieder ein neuer Tag. Wird aber auch nicht lang. Guckt euch mal die Stimmung jetzt im Hintergrund an. Ist das nicht Wahnsinn? Ja. Mit der Morgensonne, die da durchbricht. Guck mal hier. Das ist zu jeder Tages- und Nachtzeit sieht das hier komplett unterschiedlich aus. Das ist geil. Aber wir wollten euch fragen, ob ihr wisst, was das für ein Ding ist. Ich film's euch mal. Das da hinten in der Ostsee steht. Wir können das nicht gut erkennen hier, aber ihr jetzt auf dem Video. Schreibt's doch mal in die Kommentare, wenn ihr was wisst. Wie ist denn sonst bei euch so heute? Es ist Samstag, habt ihr doch auch frei, oder nicht? Und sonst alles gut? Und wenn es nicht gut ist, schreibt es auch in die Kommentare. Dann müssen wir trösten. Plapperst du schon wieder? Ja. Und ja, die Steilküste ist nicht ohne. Gerade vorgestern oder vorvorgestern ist ein Mädchen, eine Frau auf Rügen, 20-jährig, der ist ihr Handy irgendwie an der Steilküste runtergerutscht. Und sie hat den dummen Fehler begangen, hinterher zu krabbeln, um ihr Handy wieder zu holen. Hätte ich wahrscheinlich auch versucht, also so dumm. Das kann man immer leicht sagen. Naja, ja. Jedenfalls ist sie da runtergekrabbelt und dann hing sie da in 50 Meter Höhe und kam nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Glücklicherweise haben aber Fußgänger, hat sich irgendwie bemerkbar gemacht und dann ist die Feuerwehr gekommen und hat die gerettet. So kann es gehen. Da sind wir hier an so einem schönen Lost Place. NVA Gästehaus Volksmarine. Ja. Haben gedacht, wir kommen da rein, aber nix da. Was ist das? Ja, ein ehemaliges NVA-Gästehaus der Volksmarine. Ja. Und vor 5 Jahren habe ich einen Artikel gefunden, da wurde hier alles schön frei gemacht. Aber jetzt haben wir da hinten einen Durchgang gefunden. Aber das können wir nicht machen, weil die in Deutschland so heiß sind. Ja. Da kriegst du Hausfriedensbruchanzeige im Nachhinein, wenn das im Video ist. Wenn du es gemacht hast. Wir können euch hier noch mit der langen Stange ein paar Bilder zeigen. Aber mehr gibt's nicht. Und das war's. Ja. Ist auch schon sehr verfallen, ne? Ja. Was man so von außen sehen kann. Na, wir gucken mal rum. So, hier ist so ein runtergetretener Eingang. Aber das machen wir natürlich nicht. Oder machen wir das? Nein, ganz bestimmt nicht. Machen wir nicht. Und weil das hier das Ostseebad Nienhagen ist, Nienhegen oder was? Nienhagen. Und das heißt Nienheger Strand da hinten. Naja, jedenfalls dieses Ding an der Ostsee, was wir vorhin gezeigt haben, das könnte ein Rettungsturm sein. Wenn die hier nämlich im Sommer alle baden und so weit rausschwimmen, das haben wir in der Nordsee mal gesehen, ne? Westerhevern. Ja. Da ist auch so ein Turm. Vielleicht ist es das, wo man sich dann drauf retten kann, wenn man nicht zurückkommt. Oder dass da welche tatsächlich mit dem Boot hinfahren und als Ausgucken. Also DLRG vielleicht, DLRG-Station oder so. Wenn ihr mehr wisst, schreibt mal bitte in die Kommentare. Wir holen uns jetzt mal Pommes hier, wenn wir schon mal hier sind. Es riecht, als gäbe es da hinten Pommes. Wir gucken mal. Haben jetzt wieder eine Runde um den Geisterwald gedreht, 6,5 Kilometer. Geht aber noch weiter. Erstmal Pommes. Bistro geschlossen, Restaurant geöffnet, aber Restaurant brauchen wir jetzt nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Also Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, ne? So geil. So Da ist cool. hier heute Marschveranstaltung, der Ostseeweg. Dein Ostseeweg, ja. Dein Ostseeweg wussten wir gar nicht. Moin. Moin. Ihr seid Ostseeweg, ne? Ja. Was seid ihr denn los? 9 heute Morgen. Was habt ihr schon für eine Strecke Wo jetzt? seid ihr jetzt? 33, 34, irgendwie so in den Dreh. Wie Geil. geht's? Bis jetzt ganz gut nicht. Geil. Ach, Ich das hab mich geht. schon gewundert, die haben das gesehen und haben gedacht, wenn die da Bad Dürkheim haben, dann müssen die doch schon hier sein. Aber der geht der nein, Großteil so mit Schleife gemacht. Ne? Wollt ihr nicht aufhalten, haut rein. Viel Erfolg und viel Spaß. Und naja, die kommen hier jetzt jedenfalls so alle nach und nach durch. Wir sind gerade auf dem Weg zur Seebrücke Heiligendamm und haben gedacht, wir gehen mal kurz von der Straße runter auf den Deich. Auf den Deich. Da kommen uns hier zwei Leute entgegenwandern. Und wer ist das? Steffen, der Veranstalter von Nordmarsch. Aus Relling. Das ist so geil. Nebenan bei Schenefeld, wo wir herkommen, 200 Kilometer entfernt. Das ist ein Marschveranstalter, den wir total super finden. Und den treffen wir hier und der sagt, ey, seid ihr nicht die das Video? Wir sind schon weitergerannt an denen vorbei. Wir dachten, das sind halt einfach zwei Teilnehmer vom Genau. Dein Ostseeweg, die Ja. halt lieber auf dem Deich statt auf der Straße laufen. Und dann ruft's von hinten, seid ihr nicht aus Schenefeld? Und da haben wir über die Walk and Eat Veranstaltung Wedel ja ein Video gemacht. Das war seine Veranstaltung. Und da hat er sich gefreut, dass wir die gemacht haben. Das hat ihm gut gefallen. Und dann haben wir eben schön Klönschnack mit ihm gehalten. Aber richtig schön. Alle beide zuckersüß. Genau. Und richtig, war ein richtiges Highlight heute nochmal. Jedenfalls, das sagt uns, Nordmarsch ist unser Veranstalter. Das kann ja nicht anders sein. Kann nicht ne? anders sein. Bei so einem Es ist ja auch Zufall. irre. Also wir wollten heute eigentlich gar nicht mehr nach Heiligendamm laufen. Allein, dass wir jetzt unterwegs sind, ist ja schon die erste Besonderheit. Dann wollten wir eigentlich an der Straße lang laufen und aber auch die Teilnehmer laufen an der Straße lang. Die Route führt an der Straße lang. Und dann biegen wir auf den Deich ab und die zwei sind als einzige bisher auch auf dem Deich unterwegs. Ja, und vor allen Dingen, Sie sind hier. Das ist ja auch so ein Hammer. Genau. Also, Grüße gehen raus, lieber Steffen. War toll. Und eine nicht gesponserte Empfehlung absolut für Nordmarsch. Du kannst ja mal rausfinden, wie dieses Flüsschen heißt. Was? Wie heißt denn dieses Flüsschen? Hier ist so ein Wehr. Wir sind an der Jemnitz-Schleuse. Wie heißt das? Das ist die Jemnitz-Schleuse. Und das Bächlein heißt Mühlenfließ. Das führt hier in die See raus. Und das ist wohl so eine Art Wellenbrecher oder was. Hier ist ein Getöse gerade. Guckt euch das mal an hier. Da. Boah. Yes, it works. Und da habt ihr ja diese alten Villen und das daneben so Neubauten, ne? Also das haben die gut gemacht. Ja. Das sieht richtig hart aus, diese Neubauten. Und der Kontrast sieht aber auch richtig geil aus. Ja. Was wir jetzt mit den alten vorhaben, wissen wir aber nicht. Nee, Wir sind übrigens jetzt an der Seebrücke. in Heiligendamm. Also hier pustet das jetzt so derbe, dass wir nicht sicher sind, ob ihr uns versteht. Genießt die Bilder. Möchtest du jetzt mal mit den Füßen rein? Nein, danke. So, das war Heiligendamm, die Seebrücke und das Seebad. Das Friedrich Franz I. 1793 als erster gegründet hat. Und sozusagen Erfinder des Badens. Und da haben wir uns gefragt, was soll das denn bedeuten? Als hätten die Menschen noch nicht gebadet. Aber ich glaube, dass diese Badekultur am Meer mit, was weiß ich, Stränden, Strandkörben, Geschäften und so weiter, Residenzen, dass das da tatsächlich entstanden ist. Das vermute ich auch. Wenn ihr mehr wisst, schreibt mal in die Kommentare. Da ist ja wieder der Turm. Ah, das war schon ein perverses Regime, ne? Da oben mit dem Scheinwerfer haben sie die Ostsee abgeleuchtet. Ja. Und nach Schiffen oder Schwimmern und Booten. und Booten Ausschau gehalten. Ja, wir sind jetzt wieder am Auto, am Dieter Daster.
Da ist da die da. Das da die da. Die zweite Nacht. Und morgen ist Schluss. Morgen geht's wieder heim. Wir verbringen die Nacht noch hier. Dann gibt's morgen früh noch einen kleinen Kaffee. Und vielleicht ja auch noch mal frische Brötchen von dem kleinen Laden heute. Die fahren hier natürlich auf dem Parkplatz und sehen dann hier die Baumaschinen und alles. Und die riesen Kabeltrommeln. Dann haben sie keinen Bock. Da fahren sie nicht hin. Und dahinter haben wir uns reingesneakt. Neben uns kann keiner parken. Hinter uns ging's theoretisch, aber keiner kommt dahinter. Und da stehen wir. Guck mal den da. Ja, so ist das. Wir erzählen Mario nicht, dass ich vergessen habe, die Scheibe Und ich habe extra noch die Alarmanlage eingeschaltet. hochzumachen. Wir haben uns jetzt heute mal testweise Tracking-Nahrung mitgenommen. Das ist Track and Eat. Und zwar mit Waldpilzragout mit Nudeln. Schmeckt beschissen, aber man kann davon leben. Schmeckt fad, ne? Total fad. Und schmeckt einfach langweilig. Ja. Jetzt Also prob- auf der Packung steht 520 Milliliter kochendes Wasser rein. Bloß nicht. Ich habe hier 500 drin, immer noch viel zu viel. Jetzt haben wir bei mir ein bisschen weniger Ich reingemacht. habe also hier Nudelsuppe und es schmeckt einfach nach nichts. Mit krümeligem Zeug drin. Also Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben uns schon unseren Kaffee gemacht. Der Heizwifi läuft. Und wir werden jetzt gerade noch wach. Und dann werden wir langsam unsere Sachen zusammenpacken. Und ich spekuliere auf einen Abstecher zum Frühstück irgendwo zum Bäcker, um was zu holen, denn ich bin am Verhungern. nicht, dass wir noch eine ganze Kiste Essen irgendwo hinten hätten. Ja, aber wer will Vorne. denn morgens um 6 Ravioli essen? Ich. So, Tag 3, Abreise. Ja, Die Übernachtung hat gut geklappt. Wir sind ja Freitag hier angekommen. Gestern waren wir hier, heute sind wir abreisebereit. haben die Nacht hier noch verbracht, ganz gemütlich, um einfach einen stressfreien Samstag zu haben. Genau. Und ja, was haben wir gelernt? Wir haben ganz viel gelernt. Wir haben zum einen gelernt, dass Schlappen im Auto ein Segen sind. Gerade wenn man mal eben nur Wasser holen möchte oder so. Dass man sich nicht immer erst die wieder Schuhe- in die Sportschuhe einwickeln muss. Ne? Genau. Ja, also so Adiletten, ne? Ja. Sehr praktisch. Dann haben wir gelernt, Ordnung ist Das halbe alles Leben. da drin. Ordnung ist alles in so einem Minicamper. Ja, einmal was weglegen findest du nie wieder. Genau so ist es. Boxen sind auch wichtig, Ja. dass man alles so auf einem Platz hat. Dann haben wir für uns festgestellt, ein Esbit-Kocher oder auch ein Holzkocher oder sowas sind nichts für uns. Sind nichts für uns. Und warum sind die nichts für uns? Wenn du hier zum Beispiel an der Ostsee stehst, das bläst hier wie Hulle. Oh, das ist ein Graus, die anzukriegen. Die sind unheimlich schnell runtergebrannt. Ja. Holz hast du auch nicht unbedingt. Bist da auch noch witterungsabhängig ganz doll. Im Duster selbst könnte man natürlich auch kochen, aber das ist mit 2 Leuten da drin, das ist nicht gut. Also kaufen wir uns so einen Gaskocher. Und, Ja, da gibt's so Koffer, kleine Genau. Köfferchen. Ne? Genau. Und dann darf ich mal übergeben, Ja, du darfst übergeben. war das hier ein Segen. Dieses einfache Brett, was ich gebastelt habe, das kannst du so rausnehmen und zusammenfalten. Bob. Und leider musste ich das relativ dick nehmen, damit die Schrauben von den Scharnieren überhaupt halten. Also das hat durchaus Gewicht, aber das macht am Auto ja auch nichts aus. Und bringt dafür zusätzliche Stabilität. Also das ist ein Segen, dass wir da eine Ablagefläche haben. Das bleibt auch, wenn wir schlafen, da drin liegen. Geht bei den Füßen nicht im Weg um. Und wir können einfach alles, was wir im Zugriff brauchen, wie zum Beispiel unsere Latschen, da problemlos abstellen. Das war richtig geil. Und Ablagefläche ist eben auch so eine Sache. Wenn du auf so engen Raum bist, ist das ganz wichtig. wichtig. So, dann haben wir noch hier diese Überzieher, diese Dacia-Präservative. Die kann Fenster man einfach hier so, sind einfach hier übergezogen. so Wirklich ganz ganz dünn, ganz easy, weich. flauschiger Stoff, also dünner Stoff. So, da hast du erstens Sonnenschutz, zweitens mal hast du Sichtschutz natürlich, Ja. ne? Nachts, wenn du Licht an hast und so weiter. Ja, und das war's Und drittens dann. hast du auch noch Mückenschutz bei geöffnetem Fenster. Mückenschutz, ganz wichtig, genau. So, dann gehen wir jetzt noch
Ein letztes Mal vor der Heimfahrt auf die wundervollen Toiletten. Nee, aber mal ehrlich, es ist schon ein Segen, auf einem normalen Parkplatz ein beheiztes Klo zu haben. Und dadurch, dass hier so wenig los ist, sind die auch relativ sauber. Ja, und das war's hier für uns, ne? Ja, wir Dann hauen werden wir jetzt wieder ab. zusammenpacken. Alles wieder so verstauen, dass wir sicher fahren können. Und dann gehen wir noch kurz zu dem Kleinen. Ich will ja nicht sagen, dass ich verfressen bin. Aber Die ist ich freu mich. verfressen. Aber du hast gestern noch meine dreiviertelte Portion Nudeln fast gegessen. Wenn es euch gefallen hat, Abo und Like nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. Draußen ist das Leben. Geht raus. Tschüss. Dies Ja, schon wieder. Dieses Geknutsche immer, du. So, jetzt wollen wir die Kiste auf Vordermann bringen und dann hauen wir ab. So ist es. Von unserem romantischen Parkplatz mit. Aber der Dingsempfang war gut, ne? Der Dingsempfang? Der Handyempfang. Ja, kein Problem. Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Weißt du's? Ach so, geil. Ja. Tschüss.